Citadel. Relativ alleine, muss man sagen. Aber sehr freundlich sind sich ja alle. Absolut, muss ich sagen, hat uns also nochmal eine kleine Extraführung gegeben. Die wollten wir jetzt nicht filmen, wollten nicht unhöflich sein. Dafür gehen wir jetzt nicht viele drin sein, diese Show von wegen, wie die Citadel entstanden ist. Das sind schon ein paar Eigenheiten, die das Ding hier hat. Die zeige ich nachher noch, weil es liegt auf mehreren Schichten und hat praktisch seine eigene merkwürdige geologische Formation ist das praktisch, auf dem das gebaut worden ist, hat eine eigene Flora. Da gehen wir nochmal einzeln drauf ein. Wir haben jetzt, wie gesagt, die Chance, das mindestens mal in Englisch zu sehen. In 6 Minuten geht das los. So ja, und wir freuen uns drauf. Lau ist die Nacht auf die Mittelmeer und stimmelt die See mit seinen Sternen. Droben aber zürnen die Götter, als Ulysses der Wanderer das Meer durchpflügt. Einsam in der Dämmerung und dennoch willkommen empfängt ihn die Insel Kalypsos. In deren Herzen ragt der hohe, flache Hügel, wo Welle um Welle menschlicher Siedler ihre schützende Zuflucht erbaut haben. Phönizische Händler, Statthalter des Römischen Reiches, byzantinische Christen, Araber aus Nordafrika, die normannischen Könige Siziliens, Prinzen von schon und die Fürsten Aragos. Herrschen die Ritter des Johanniterordens, Verfechter des Christentums, bereits über 20 Jahre auf der Insel. In ihrer Festung, der Citadel, lässt es sich trefflich leben für Männer mit dem Namen Beamern, ein sizilianischer Soldat mit seiner Familie. Wären dann nicht die Räuber, die über das Wasser nahen. Über 100 Schiffe steuern auf Mosul zu. Die Türken kommen. An ihrer Spitze fährt Davut, der Cousin, Geister des Mittelmeers. Bernardo und seine Familie fliehen in ihre Heimstatt. Er fürchtet um seine geliebte Frau und die Töchter. Der Gedanke, sie könnten in Gefangenschaft leiden, ist ihm unerträglich. Von Ängsten gequält, tötet er sie zuvor. Dann erbringt er das letzte Opfer. Und stirbt als Held. Die Citadel fällt. Rund 5000 Männer, Frauen und Kinder werden geraubt und als Sklaven verschleppt. Nur einige hundert entgehen dem Schrecken dieser Nacht. Doch schon bald kehren die Überlebenden zurück und die Citadel ersteht wieder auf. Unter der Herrschaft der Ritter nehmen neue Mauern und Bastionen Gestalt an. Befestigungen, die stärker sind als je zuvor. In ihrer Mitte, wo seit jeher ein Gott
Vorstand wird Großes neue Mutterkirche gebaut. Vom Meer umgeben bleibt die Insel Große geschützt. Doch nun bringt ein neuer Wind Veränderung. 1798, eine immense französische Flotte landet. Sie steht unter dem Befehl des Generals Napoleon Bonaparte. Die lusitanische Miliz versucht, die Insel zu verteidigen. Ohne Erfolg. Die Herrschaft des Johanniterordens ist vorbei. Erzpriester Cassar, Leiter des Widerstands, wendet sich an Frankreichs alten Feind, England. Gemeinsam beschließt man, die Franzosen in der Citadel zu belagern. Schon nach einem Monat geben die Franzosen auf. Gozo ist frei. Der Vorgeschmack der Unabhängigkeit löst Bemühungen um einen vom Papst ernannten Bischof für die Insel aus. Schließlich wird der Wunsch erfüllt. Alljährlich finden seitdem in der Kathedrale im Herzen der Citadel Feierlichkeiten statt, die Gozos Bischof leitet. Nun ist es Zeit für die Festa Santa Maria zu beginnen. Und so vergeht ein neues Jahr in der langen Geschichte von Gozos Citadel. Ist Technik, wie sie sein soll. Wirklich was ganz Einzigartiges. Und wir gehen weiter. Wir draußen erstmal Luft holen nach dem Ding. Also ich schaue nochmal auf die Technik hoch. Also es sind im Grunde genommen 2 Beamer pro Feld. Unfassbar. Ja, ich bin technikbegeistert, aber das war jetzt eine Hausnummer. Das war echt eine Hausnummer. Boah. Alles finden, ist wurscht, dann machen wir es.